Das ist die Jan und die Miri und das ist Bruno. Wir sind in Hessen, in der Nähe von Kassel. Und hier werden wir euch gleich mal ein Tiny House zeigen. Ja, Jan ist sehr tierlieb. Meine Tochter habe ich mitgeschleift, habe gesagt, du musst hierher kommen nach Hessen. Nach Zierenberg, Oelzhausen, Zierenberg, Oelzhausen. Und das ist das Tiny House Wein. Richtig, hat auch einen Hintergrund. Wir haben das zur Weinverkostung genutzt. So, kommen wir gerade nach links bitte. Ihr habt es innen eingerichtet wie eine Weinhütte an der Mosel. Richtig. So kann man es sehen. Alles ist ein bisschen anders. Und das Haus, hast du gesagt, das musst du sehen. Es hat ein Fahrgestell von Flemix. Richtig. So, also richtig Qualität drunter. Das ist auch gedacht, damit ich es öfter mal transportieren kann von A nach B. Ist natürlich für eine Weinverkostung sensationell. Ja, wenn ich das irgendwo jetzt als Verkaufsfahrzeug hinstelle. Hat es ein Bad? Nein, wir haben hier kein Bad. Wir haben eine Heizung und Licht. Und viel mehr braucht man für eine Weinverkostung gar nicht. So, aber schön wäre, man könnte sich das vorstellen, zum Beispiel als Schlafplatz für die Schwiegermutter im Garten. Auch, ja, auf jeden Fall. So könnte man es machen und wir gucken jetzt mal rein. Es ist aber auch hier Anfragen, wenn einer sagt, hätte gerne ein Bad, ihr könnt den Grundriss ändern, oder? Oder schwierig? Wir haben Grundrisse, wo auch ein Bad realisierbar ist, ja, klar. So, was siehst du? Da ist diese Decke zweifarbig. Du hast danach gefragt beim letzten Mal. Stimmt, ja. Sieht wieder, also ich kann es gar nicht beschreiben, ne? Sehr gemütlich aus auf jeden Fall. Es sieht so aus, als wäre warm drin, Ja. aber die Heizjacke von dir, die ist warm. Ja, genau. Ich habe die Heizjacke ja noch an. So, wir filmen nämlich heute 9. Januar 2023. Es ist ein Montag, ist der erste Tag, wo ihr wieder aufhabt, aber hier sieht man sehr, sehr schöne Details, wie unter anderem der Boiler hier, der macht das warme Wasser. Genau. Das ist so typisch, wie es normalerweise dann auch verbaut ist. Hier kann man dann noch ein Waschbecken anbringen, das ist hier jetzt noch nicht montiert. Das ist so 62.500 €, wie es hier steht, mit allen Einbauten, außer den Sachen, die mobil sind. Das heißt, der Tisch und so, der wäre jetzt nicht dabei. Richtig. So, und guck mal da hinten, wie schön das gemacht ist. Es ist einfach sehr gemütlich, ne? Jetzt auch gerade wegen der dunklen Decke. Das gibt dem Ganzen dann nochmal so einen richtigen gemütlichen und warmen Touch. Ja, warum zeigen wir euch das? Nämlich ganz einfach. Es gibt viele Leute, die haben ein, ich sag mal, Haus von euch und sagen, ich bräuchte auch noch ein zweites Haus, wenn da mal Gäste kommen, damit die drin schlafen könnten. Ja. Und das hier wäre doch sowas, oder? Genau. Das steht da einfach mal drin und dann kann man es nutzen, damit, ich sag mal, zum Beispiel für Weinverkostung. aber auch als Wohnzimmer Ja, können wir es oder nutzen. als Büro. Also man kann hier auch einen Yogaraum drinnen machen. Was auch geht, ist natürlich richtig klasse. Ich könnte hier eine Werkstatt reinmachen. Und das war ja deine Idee, dass man also hier zum Beispiel ein Tiny House hat und daneben die Werkstatt. Könntest du hier arbeiten? Doofe Frage. Vom Platz her wird es gehen? Ach so, ja klar, platztechnisch auf jeden Fall. Nee, das kann man ja, hier ist jetzt ziemlich, wie breit ist der Wagen? 2,50 Meter. Ja. 250 Breite, kannst du ganz normal bewegen auf der Straße? Ganz normal, ja, So. gar kein Problem. Und das 6 Meter Raumgefühl lang. ist ja wieder sehr schön, weil man ja auch wieder das So, Satteldach, ist das jetzt ja wieder genau, hat. Ich stelle dich mal gerade in die Mitte, mach mal die Arme hoch. 1,74 Meter. Und vor allem hat man genug Licht. Das Ja. ist halt auch das ist immer das, was man zum Arbeiten halt auch braucht, genug Licht. Und es ist gar nicht vergleichbar mit irgendeinem Wohnwagen. Es ist individuell gefertigt, Handarbeit. Da kommt nichts irgendwie aus einer Fließbandfertigung oder so. Ich kann alles wählen. Ich kann zum Beispiel sagen, die Farbe hier oben hätte ich gern anders. Genau. Optisch kann man alles wählen. Also farblich gestalten kann man das Haus so, wie man möchte, nach unseren Mustern. Genau. So, ihr habt Grundrisse mit Bad, sagst du? Hier bei Wir dem? haben Tiny House Grundrisse mit Bad, ja. Hier ist es mit drin, auch das wollten wir euch nicht vorenthalten. Schöne, nette Details, wie zum Beispiel bei dem Wein. Die Lampen sind integriert, aber auch hier könnte ich mir vorstellen, wenn jemand Platzprobleme hat, muss irgendwas auslagern. Sensationell auch zum Beispiel im Verkauf. Autohäuser, wenn die mal so Akzente setzen wollen, nicht nur, ich sag mal, einen Container irgendwo hinzustellen, den gibt es ja für 9.000 €, sondern mal was richtig Cooles. Ja. Das hier ist es, oder? Ja. Krass. Ja, wir wollten heute eigentlich noch einen Rundgang machen. Das werden wir, glaube ich, auch machen. Und da werden wir auf jeden Fall das Wein mit vorstellen. Und das hier ist so ein kleines Tiny House Eldorado. Ihr habt Tage der offenen Tür. Da kann ich mir vorstellen, bietet ihr den Leuten ja auch ein bisschen was an. Letztes Mal in Flensburg, da war das Lagerfeuer war an mit allem drum und dran. Was ist da anders an den Tagen der offenen Tür hier? Auch eigentlich machen wir es genauso gemütlich. Wir versuchen es zumindest, ne, je nach Jahreszeit und Wetter. Und genau, kann man sich einfach über unsere Website anmelden. So, komm, wir gehen mal raus.
Hier ist eine ganz normale Tür, ganz normale Haustechnik mit drin, normale Fenster, nichts Camping. Also das ist hier ein bisschen anders. Die Veranda ist mit drin. Außen die Fassade ist zwar Holz, aber das ist jetzt kein Holz. Das ist so eine Art... Das ist von der Firma Vinylit, die ist hier regional. Und das ist eben in Holzoptik. So, das ist aber made, ich sag mal, zumindest mal von der deutschen Firma hergestellt, wo es dann letztendlich gefertigt wird. In Kassel, okay. Ich zeig's mal von hier. Auch die Fenster, nix hier. Also ganz schlimm wird's, wenn du sowas hier auf den Campingplatz stellst und du hast es hinten im Schlepptau mit dabei. Also wenn du wirklich mal ein bisschen auffallen möchtest, das kannst du hier mit. Aber das einfach mal so auf die Straße stellen, da will jeder reingucken, oder? Das kann ich mir vorstellen, ja. Das ist so. Also es ist was ganz Spezielles, was wir haben. Daneben haben wir das Tiny House Küste. Das geht jetzt nach Flensburg, was da ist. Wir werden aber noch andere Tiny Häuser filmen. Also dass ihr das Ganze mal seht, echte Tiny Häuser. Das hier ist jetzt eher so, ich sag mal, Büro / Arbeitsraum / Erweiterung, was du dann hast. Und die stehen jetzt mal um die Ecke. Die können wir mal ganz kurz zeigen, dass wir das mal sehen. Da hinten stehen noch 2 Stück. Da hast du einen Schlüssel von, Miri? Jetzt nicht, aber später. Mal schauen. Okay. Die stehen da vorne. Das sind so typische Tiny Häuser, die ihr habt, ja. Genau. Da ist die Nachfrage auch da, muss man sagen. Richtig. Aber oft stehen die dann vor diesen Häusern hier. Die kriegen dann auch eine Baugenehmigung. Da, ich sag mal, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis natürlich ein ganz anderes, weil hier kaufst du ein Haus, in dem du wirklich drin wohnen kannst. Ja, also man kann die gar nicht miteinander vergleichen. Das ist so. Das Ausstellungsgelände könnte größer sein oder es platzt aus allen Auf jeden Nähten. Fall. Ja, gehen wir mal durch. Hier ist Finnland. Das ist so ein Mittelding. Das heißt, also auch das ist jetzt ein Schwertransport. Wir sind über 2,50 Meter. Über 3 Meter, genau. Über 3 Meter haben Ja. wir gezeigt. Das ist das Haus, wo ihr das Büro drin habt. Genau, Schwarzwald. Schwarzwald mit Ofen drin, der auch in Betrieb ist. Ja. Und gleich werden wir euch noch ein weiteres Haus zeigen. Das haben wir, glaube ich, so oder so ähnlich schon gezeigt in Flensburg, aber diesmal mit einer ganz anderen Innenaufteilung. Das ganz am Ende heißt Allgäu. Allgäu. So, und da wird die Jan gleich große Augen kriegen, weil das ist ein winziges Häuschen, aber wenn du reingehst, gibt es gleich ein extra Video, müssen ja den Spannungsbogen ein bisschen hochhalten. Siehst du schon hinten 2 kleine Fensterchen. Was könnte das bedeuten, 2 kleine? Ich weiß, dass man auf 2 Etagen? Ja, Ja? Stockbetten. Stockbetten, okay. Da kannst du drin schlafen. Ich habe es schon gesehen, also es ist so. Und da sieht man auch, das ist jetzt echtes Holz. Genau. Und das kriegt eine Patina im Laufe der Zeit. Genau, das steht jetzt schon 2 Jahre hier, das Allgäu, und ist eben ergraut, weil wir das Holz nicht behandelt haben, weil wir das eigentlich echt schön finden, wenn das so ein bisschen altert. Da ist ein Ofen mit drin. Auch hier, ja, das Ganze ist zu betrachten in Hessen, in der Nähe von Kassel, in Zierenberg-Oelzhausen. Zierenberg-Oelzhausen. Bitte genau so eingeben, denn es gibt in Zierenberg noch die gleiche Straße nochmal. Ja, genau. Also einfach uns googeln und dann den Wegweisungen folgen. Ja, die Vital Camp GmbH heute am 9. Januar 2023. Es ist frostig und wir werden auch gleich mal dieses Haus begehen und da mal schauen. Das hier hat welchen Namen? Das ist das Küste XL. Küste XL. Danke fürs Einschalten. Danke, Jan. Tschüss. Tschüss.